Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Diesmal sitze ich draußen auf dem Balkon und es geht natürlich mal wieder darum, wenn ich im Freien bin, ich möchte euch einen Tabak vorstellen. Diesmal geht es um einen Klassiker, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn und mal schauen, was ich davon halte und später natürlich, wie eure Meinung dazu ist. Konkret geht es diesmal um diesen Tabak hier. Ganz recht, es geht um den Clan Original. Früher hieß er ja noch Clan Aromatic. Den hatte ich 1995 das erste und das letzte Mal geraucht. Das war damals in Paris. Ich wollte mir dort Tabak zulegen. Den einzigen Tabak, den ich finden konnte, war Clan. Gekauft, geraucht, enttäuscht worden. Tja, jetzt sind natürlich seitdem viele Jahre ins Land gegangen und ich hatte mir halt überlegt, gibt es dir mal eine neue Chance? Doch, da würde ich mal sagen, schauen wir uns das Ganze doch erstmal kurz im Detail an. Den Pouch habt ihr ja gerade gesehen, geöffnet ist er. Der Pouch mit seinen 50 Gramm hatte mich damals gekostet, also jetzt vor ein paar Wochen, 10,30 €. Hier ist auch der Tabak drin. Der ganze Tabak kommt so ein bisschen vor wie ein gepresster Kuchen. Man muss ihn also erst ein bisschen auflockern. Und wenn man dran riecht, kommt einem ein ganz dezent süßliches Aroma entgegen, mit einer ordentlichen Würze. Und die Würze erinnert doch sehr an Latakia. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Latakia drin ist, viel Latakia drin ist, aber es ist Latakia drin. Und ich habe ihn jetzt ja auch wieder inzwischen zwei Füllungen geraucht. Jetzt kommen wir an die dritte. Und bevor ich aber an das Review gehe, würde ich sagen, in gewohnter Weise, schaut euch erstmal bitte das Tabaksbild etwas genauer an. Dann seht ihr auch noch die Pfeife und wie der Tabak entsprechend eingebracht ist. Und dann gehen wir ins Eingemachte. Also, bis gleich. Jetzt habt ihr den Tabak gesehen und konntet ja gut erkennen, dass dieser doch ziemlich fein vom Schnitt ist und fast schon ein bisschen Zigarettentabak ähnelt. Hier ist auch nochmal die Pfeife, in die ich den Tabak eingebracht habe. Es ist eine Silvano Oscar. Das ist eine Sonderreihe von Silvano. Silvano selbst ist ein Pfeifenhersteller aus Norditalien, aus der Region von Varese. Und ich mutmaße einfach mal, dass sich dahinter eventuell Savinelli verbergen könnte. Mit Sicherheit weiß es jedoch nicht. Aber es soll ja auch nicht um die Pfeife gehen, sondern um den Tabak. Der Tabak bäumt sich nur so ein bisschen auf. Es geht also noch, liegt vermutlich aber an dem Feinschnitt. Der Vorteil des Feinschnitts natürlich, das kann man jetzt hier in der Pfeife auch gut sehen, man kann die Asche oben im Tabak direkt gut glätten, aber er ist auch schnell aus, feuern wir also direkt nach. So, jetzt hat der Tabak die Glut gut angenommen. Man merkt halt, dass der Tabak eine ordentliche Portion Virginia enthält. Direkt beim Anzünden, auch eben beim Nachfeuern, hat man erstmal wieder diesen bitteren Geschmack vom verbrannten Virginia. Doch dieser legt sich ziemlich schnell, Gott sei Dank.
Der Geschmack, der sich jetzt hier offenbart, man hat ja beim Duft so eine ganz leichte, dezente Aromatisierung, so ein leicht süßliches Aroma im Hintergrund gehabt, das ich jetzt beim Rauchen allerdings überhaupt nicht wahrnehmen kann. So sehr ich mich konzentriere, der Tabak ist für mich irgendwie nichtssagend. Ich schmecke jetzt hier weder irgendwo markant den Virginia heraus, noch könnte ich jetzt mit Gewissheit sagen, dass da Latakia drin ist oder in welcher Menge Latakia drin ist. Ich kann es nicht herausschmecken. Und auch von dieser angenommenen Aromatisierung, es soll ja eigentlich leicht fruchtige Noten haben, kann ich überhaupt nichts wahrnehmen beim Rauchen. Auch beim Abgang durch die Nase. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, ja, das ist es. Das ist Clan, das könnte der Grund sein, warum die Leute ihn so gern rauchen. Vielmehr habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass der Clan Aromatic bzw. Clan Original eher ein Tabak für diejenigen ist, die Zigaretten gewöhnt sind, keine Kippen zur Hand haben oder aber halt denken, weg von Zigarettenpapier hin zur Pfeife und den Tabak aus der Pfeife rauchen. Das Aroma bleibt herb, undefinierbar. Und aufgrund des sehr, sehr feinen Schnitts wird der Clan Original leider auch recht schnell heiß, brennt auch schnell herunter. Die Raumnote, also was ihr ja gemerkt haben werdet, der Rauch kitzelt in der Nase, aber jetzt nicht auf die angenehme Art. Und die Raumnote selbst ist undefinierbar. Man riecht zwar, es ist keine Zigarette, man riecht irgendwas mit Tabak. Mit einer ganz dezenten Süße im Aroma. Also wenn man es riecht, ja. Aber sofort macht es schon wieder dieses Prickeln in der Nase breit. Nee. Also ganz ehrlich, jetzt weiß ich auch, warum ich damals 1995 in Paris so enttäuscht war von dem Tabak. Er hat irgendwie nichts, was mich fasziniert. Er hat weder ein Tabakaroma oder einen reinen Tabakgeschmack, dass ich sagen würde, ah, wie schön, ein toller Virginia, egal jetzt ob heuig oder eher süffig, da spürt man nichts. Viel eher habe ich nach wie vor so einen leicht bitteren Geschmack auf der Zunge. Jetzt nicht vom frischen Anzünden, das ist eine ganz andere Richtung, sondern einfach, es ist so ein bitterlicher Geschmack. Der wohl offensichtlich am Tabak liegt. Der Tabak soll ja neben Latakia meines Wissens auch Orientals enthalten. Ich weiß nicht, ob es an den Virginias liegt, ob da vielleicht Burley mit drin ist, der ein bisschen herber ist, wobei ich schmecke weder etwas Nussiges noch irgendwo etwas Schokoladiges. Mit viel Fantasie kann man so leicht heuige Aromen wahrnehmen, die vom Virginia herrühren könnten. Doch vom Latakia, den ich am Tabak selbst gerochen habe, oder von den vermutlich enthaltenen Orientals, kann ich jetzt persönlich hierbei nichts feststellen. Tabak klimmt also hier munter runter, aber es entzieht sich mir völlig, wie man sich diesen Tabak freiwillig holen und vermutlich auch noch regelmäßig rauchen kann. Er hat nichts. Nichts, was mich irgendwo ansprechen würde. Für mich steht vielmehr fest, wenn ich wirklich einen puren Tabak haben möchte mit einer gewissen Würze, dann werde ich auch weiterhin zukünftig auf den Dark Moon zurückgreifen von Dawn Tobacco. Das ist ja ein purer Virginia mit einem puren Burley gemischt, zusammen gereift und dann als Ready Rubbed Flake entsprechend auf den Markt gebracht. Hier der Clan Aromatic respektive Clan Original hingegen, der reizt mich überhaupt nicht. Deswegen, ich werde jetzt mal gucken. Ich bin gerade dabei, oder ich versuche zumindest, ein paar Zigarettenraucher von der Zigarette wegzubringen, hin zur Pfeife.
werde denen mal den Tabak geben, vielleicht haben die ihren Reiz daran oder vielleicht schmeckt ihnen ja der Tabak. Weil wenn einer Zigarette geraucht hat, das ist ein Feinschnitt vergleichbar mit der Zigarette. Er schmeckt ähnlich wie ich Zigaretten auch in Erinnerung habe. Und meine letzte Zigarette, das ist 32 Jahre her. Ich habe Zigarette angefangen zu rauchen und bin direkt danach zur Pfeife. Nee, es ist zwar der Rauch kühl, aber der Geschmack bleibt irgendwie unausgewogen. Das hat nichts, was mir gefällt. Also mein Geschmack ist es nicht. Clan Original. Das war dann eine zweite Chance. Eine dritte wird es definitiv nicht geben. Daher war es auch schon soweit von mir für heute. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen und mit euren hoffentlich besseren Tabaken. Bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.